Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Wie ihr schon gesehen habt, zeige ich euch heute einen Gunstock der Marke ProTube VR. Das ist ein Gunstock in der Mag-Variante. Mag steht für Magnet und das bedeutet, ihr habt hier einen Gunstock mit einem Magnetverschluss. Also die Cups hier, an dem euer Controller befestigt ist, sind magnetisch. Das heißt, ihr könnt hier an der Magnethalterung die abnehmen und wieder dran machen. Das ist ein ganz besonders flexibler Gunstock. Jetzt gerade nutze ich den Gunstock mit meinen Pico 3 Link Controllern. Soweit ich weiß, beziehungsweise hat mir das ProTube schon bestätigt, wird es auch Pico 4 Cups geben oder Verschlüsse. Muss man mal gucken, wie sie das dann umsetzen. Da bin ich ganz gespannt. Aber erstmal habe ich hier für die Pico 3 Link, aber auch für die Quest 2 das Ding hier testen können, aber es gibt auch Cups für alle möglichen VR-Headsets. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, was das Besondere an so einem richtigen Gunstock ist, welche Vorteile hat das, aber auch welche Nachteile bringt das mit, und das möchte ich mit euch ein bisschen ergründen. Erstmal natürlich das Offensichtliche, der Style. Also es sieht natürlich mega gut aus, wenn man mit so einem Ding spielt. Ich meine, in VR sieht man einen eh nicht, aber was gehört dazu? Wie man sich selbst beim Zocken fühlt. Und hier so zu zielen, die Schulterstütze am Körper zu spüren, das sorgt für eine hohe Erhöhung der Immersion, meiner Meinung nach. Also es macht auf jeden Fall Spaß, das Ding zu benutzen. Man hat das Gewicht am Körper. Selbst wenn man das Ding hängen lässt, fühlt man sich wie ein Soldat. Das ist auf jeden Fall cool. Aber das Benutzen dieser Schulterstütze hier hat natürlich auch spielerische Vorteile. Also ihr könnt das Ding hier an eure Schulter stützen und habt dann eben weniger Zittern in eurer Waffe. Ihr könnt richtig schön zielen und die Waffe bleibt ruhig. Das hat natürlich auch spielerische Vorteile. Ihr könnt besser zielen, ihr trefft zielsicherer und das hat auf jeden Fall seinen Vorteil. Toll an diesem Gunstock hier ist auch, dass ihr das Ganze individuell verstellen könnt. Also ich habe das jetzt hier schon so weit angepasst, dass das für mich und die Waffen, die ich in Spielen so benutze, passt. Also die Länge ist ungefähr so, dass ich es brauche. Schulterstütze ist an mir dran. Mein Unterarm passt genau hier zum Controller und der hier ist so ein bisschen angewinkelt. Das heißt, ich kann hier richtig schön zielen, schießen und das funktioniert super. Aber ihr habt natürlich einen ganz individuellen eigenen Körper und da muss das vielleicht anders sein. Hier könnt ihr das Ganze verstellen. Hier sind so ein paar Arretierungen, die könnt ihr locker machen. Dann könnt ihr hier den Winkel verstellen. Zum Beispiel je nach VR-Headset habt ihr es natürlich, dass wenn ihr die genau so voreinander positioniert, dass das Tracking dann verloren geht. Da könnt ihr ein bisschen dafür sorgen, dass die auseinandergehen. Wenn das relevant ist, dann könnt ihr das hier festmachen. Ihr könnt auch den Winkel verstellen, wie ihr das halten möchtet. Da kommt es ja nicht immer nur auf Realismus an. Zum Beispiel will der eine das vielleicht so tragen, hier vorne, als wäre das ein richtiges Gewehr, aber andere wollen es lieber klassisch VR-mäßig halten. Das könnt ihr hier alles verstellen. Nicht überall habt ihr hier so Verschlüsse. Manchmal müsst ihr auch mit einem Imbusschlüssel dran, aber bei dieser Variante hier sind schon 3 solche Verschlüsse dran. Ihr könntet theoretisch auch noch welche hinzufügen und dann könntet ihr alles hier individuell verstellen. Aber es macht natürlich Sinn, erstmal das so an euch anzupassen, dass ihr erstmal damit zufrieden seid. Die Cups selbst sind nicht besonders kompliziert gemacht. Die werden einfach hier aufgesteckt. Wenn ihr den Controller hier abnehmt, der ist schon so passend, dass er nicht von alleine rausfliegt, aber macht schon Sinn. Ihr habt hier so ein kleines Loch, da kommt die Schlaufe hier durch. Die solltet ihr auch meiner Meinung nach verwenden. Einfach hier durchfädeln, daran ziehen und dann möglichst fest draufstecken. Nicht zu fest, versucht nicht den Ring abzubrechen. Und dann die Schlaufe auch benutzen. Dann sollte eigentlich auch gar nichts passieren. Zur Not zwischendurch mal ein bisschen draufdrücken, aber in meinem Fall ist da noch nie was passiert, dass der Controller abgegangen ist. Da muss ich sogar richtig viel Kraft anwenden, damit das Ding sich löst. Könnte natürlich von
von VR-Controller zu VR-Controller unterschiedlich sein. Zur Not kann man hier noch irgendwelches Friction Tape oder so reinmachen, aber eigentlich braucht ihr das nicht. Wenn ihr den ganz normal benutzt, nämlich so haltet ihr den Cup und den Controller gleichzeitig, dann sollte es keine Risiken geben. Vorteilhaft bei diesem Ganzstock ist auch hier mit diesem MAC-Mechanismus, dass ihr die Controller abnehmen könnt. Das heißt, wenn ihr nachladen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun. Ihr zielt, nehmt den Controller zur Seite, holt euer Magazin, ladet nach und wie auch immer und macht das Ganze wieder dran. Das gleiche gilt auch für Pistolen. Wenn ihr eine Pistole nutzen wollt, könnt ihr einfach, oder nicht nur Pistole, sondern generell, ihr braucht den Ganzstock da nicht, könnt ihr das Ganze einfach fallen lassen. Durch die Schärpe bleibt das an eurem Körper und dann könnt ihr schlagen, Messer benutzen, Pistolen, Akimbo, was auch immer. Diese Magneten hier sind auch besonders stark. Nicht so stark, dass ihr die nicht lösen könnt. Also wenn ihr die versucht direkt nach außen zu befördern, dann ist das schwierig, aber mit einem leichten Winkel geht das ganz, ganz gut. Also mir ist es sogar aufgefallen, dass ich zu schnell die Dinger verliere, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ihr beim normalen Gebrauch, hier habe ich den jetzt nicht sonderlich, also ich halte den nicht fest hier oben. Wenn ich aber sehr stark schwanke, kann es natürlich durch das Eigengewicht runterfallen, aber wenn ihr es grundsätzlich erstmal hier an der Hand haltet, funktioniert das erstmal. Ich empfehle euch natürlich wie immer, hier die Schlaufen zu benutzen, das heißt, selbst wenn da mal was runterfällt, habt ihr das Ganze da. Man neigt auch schnell dazu, wenn man das nicht macht, wie gesagt, die loszulassen, den Controller dann da zu behalten. Das empfehle ich euch nicht. Also nehmt ruhig den ab, wenn ihr den nicht braucht. Was natürlich schwierig werden kann, ist, das zu finden, wenn ihr eine VR-Brille habt. Hier kann ich natürlich gucken, wo ist der Magnet, zack, mache ich den dran. Das fällt einem am Anfang total schwer, wenn man blind versucht, die Stelle zu finden. Aber glaubt mir, wenn man das ein bisschen benutzt, dann gewöhnt man sich dran. Ich zum Beispiel mache das ganz einfach. Ich habe hier den Ganzstock dran, so dass ich quasi meine Hände am Körper habe. Dann weiß ich genau, welche Länge ich brauche und dann treffe ich auch in den meisten Fällen. In den meisten Fällen, wie gesagt. Aber mit ein bisschen Übung und während des Gefechts klappt das schon ganz gut. Aber es bleibt ein bisschen ein Nachteil im Vergleich zu immer frei zu sein natürlich. Ein großer Nachteil meiner Meinung nach ist natürlich, durch diese ganze Verstellmöglichkeit hat man erstmal Probleme reinzukommen. Also gerade am Anfang will man einfach zocken, merkt dann, oh Gott, ich muss alles einstellen, wie funktioniert das, ich muss das hier einstellen, das passt nicht so ganz und so weiter. Da muss man natürlich am Anfang durch, aber das ist dann eben auch etwas, ja, ein teures Gerät, was eben was für Enthusiasten ist, wo man, denke ich mal, ein bisschen Zeit mitbringen würde, wenn man sich sowas kauft. Sollte aber einem einfach bewusst sein. Trotzdem kann es und bleibt es nervig, wenn man zum Beispiel, in meinem Fall war das so, VR-Headset schon drauf, Pico Neo 3 Link mit Kabel über meine Kabelhalterungssystem da oben. Und ich konnte natürlich dann den Ganzstock nicht nachträglich aufziehen. Ich habe den hier über meiner Schulter, das heißt, ich musste die VR-Brille wieder abnehmen, musste dann den Ganzstock drüber machen, VR-Headset wieder drauf und so. Das ist natürlich umständlich und nervt. Aber sobald man drin ist und alles da hat, ist es kein Thema mehr. Besonders schwierig empfand ich das, wenn der Controller, wenn der Gunstock an einem hängt und ihr wollt ihn dann wiederfinden. Ihr habt natürlich die Controller in der Hand, dann müsst ihr irgendwie einen Weg finden, das hochzuziehen und dran zu machen. Aber das ist natürlich, wie gesagt, eine absolute Gewöhnungssache. Wenn man sehr viel damit spielt, dann gewöhnt man sich daran. Der Vorteil, den man dadurch hat mit dem Zielen, der bleibt natürlich bestehen und ich glaube, die Unbequemlichkeit, sage ich mal, die ist nicht so tragisch, wenn man merkt, dass man besser zielt und dass es eben der Immersion beiträgt. Toll finde ich auch beim ProTube, dass ihr das ganze Zubehörmaterial einzeln nachkaufen könnt. Zum Beispiel gibt es hier einen Zusatzteil, das ist der Force Tube, der verschafft euch physisch echtes Recoil. Da habt ihr hier tatsächlich so eine kleine Maschine hinten dran, die euch das Recoil spüren lassen könnt. Dann habt ihr ein richtiges Knallen in eurer Schulter. Oder das Pro-Volver-Modul, da habt ihr das, hier auch das Recoil, nur halt in der Pistolenvariante.
Oder was es noch gibt, ist ein Bipod. Ich weiß nicht, wer das benutzen will, aber halt so ein Dreieckstand, das ihr euch hinlegen könnt, um zu snipen. Ich weiß nicht, wer so etwas tatsächlich benutzt in VR, aber könnt ihr auf jeden Fall dazu kaufen. Und wenn irgendwas kaputt gehen sollte, hier irgendwie die Schulterstütze ist abgebrochen, was ich glaube ich eigentlich nicht passieren kann so schnell, aber vielleicht habt ihr was verloren oder ihr wollt für neue Controller nachrüsten. Ihr habt irgendwie ein neues VR-Headset und möchtet das Ganzstock behalten, könnt ihr die Sachen einzeln nachkaufen. Da gibt es auf der Webseite alle Zubehörteile, die könnt ihr euch einzeln kaufen. Das finde ich so ganz gut gemacht. Neben dem eigentlichen Gunstock bietet ProTube auch noch sowas wie Joysticks an. Also für Flugsimulatoren habt ihr dann so Stützen, die ihr auf euren Stuhl dran machen könnt, auch mit dem Magnet. Dann könnt ihr die gleichen Cups nutzen und hier anschließen, um es dann als Joystick zu benutzen. Verlinke ich euch natürlich hier unten. Vielleicht blende ich es auch hier oben ein. Oder die Beat Saber Module, dass ihr dann nur eine dieser Stangen habt quasi und dann den Darth Maul Beat Saber Mod spielen könnt. Oder es gibt auch Straps, da habt ihr hier auf diesem MacTube nochmal hier so eine Index-Strap dran, damit das Ganze nicht wegfliegen kann. Gibt es jetzt leider nicht für die Pico 3 Link, aber für die Oculus Quest 2 habt ihr da die Möglichkeit, das nachzukaufen. Ich muss sagen, mir gefällt so ein Gunstock richtig gut. Das sieht einfach mega gut aus, es fühlt sich gut an beim Zocken. Ihr könnt besser zielen und es ist schön, was haptisch da zu haben. Ich finde die Qualität vom ProTube richtig, richtig nice. Muss aber sagen, für den Preis, den man dafür zahlen muss, also über 100 Euro für so einen Gunstock, das muss man sich schon überlegen, ob man das wirklich so oft verwendet. Ich benutze es gar nicht so oft. Ich mag zwar Shooter in VR, aber ich spiele jetzt nicht jeden Shooter und gerade solche Shooter wie Half-Life Alyx sind extra so gebaut, dass ihr gar keinen Gunstock braucht. Also da gibt es keine Möglichkeit, einen Gunstock zu verwenden. Und es ist halt auch immer die Frage, welche Spiele das unterstützen. Es gibt zum Glück mittlerweile viele Spiele, die einen Gunstock unterstützen. Auch einen virtuellen Gunstock, also dass ihr das dann gar nicht braucht. Es wird quasi simuliert, aber diese Schulterstütze, diese physische, ist natürlich nicht anders zu handeln. Es gibt auch Alternativen, die günstiger sind. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Hier in einem Video verlinke ich euch auch. Das ist auch eine einfache, günstige Möglichkeit als Alternative zu einem Gunstock hier. Dann könnt ihr das Ganze so benutzen. Ihr habt natürlich wieder nicht die Schulterstütze. Da gibt es auch als Add-on, aber könnt das Ganze hier so benutzen. Ist auch nicht schlecht, aber wer sich die Mühe machen möchte und das nötige Kleingeld hat, alles perfekt einzustellen, jeden einzelnen Winkel hier, jede Länge und so weiter, kommt natürlich nicht an einem Gunstock vorbei. Wie immer hoffe ich, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Kommentar hier unten freuen. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, damit ihr mehr über VR-Games, Zubehör und anderes von mir, Ikuma, erfahren könnt. Ich freue mich immer, Videos zu machen in so einem Bereich. Natürlich freue ich mich auch, wie in diesem Fall, so hochwertiges Zubehör von den Herstellern geschickt zu bekommen. Das machen die aber natürlich nur, damit ich sie euch zeige. Also supportet diesen Kanal, damit ich euch noch mehr zeigen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Produkt, solltet ihr es euch kaufen wollen, über einen meiner Affiliate-Links unten in der Beschreibung kauft. Damit kriege ich einen kleinen Obolus. Für euch kommen keine zusätzlichen Kosten, aber ihr unterstützt meinen Kanal. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.